Hey Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch, wie ich bei meinem Astra K Diesel den Kraftstofffilter wechsle. Dafür braucht ihr einen 18er Nuss für die Ablassschraube, einen 36er Nuss für den Gehäusedeckel mit Drehmomentschlüssel, einen neuen Filter, ein paar Tropfen frischen Diesel für die Dichtungen, Papier, Bremsenreiniger und ein Auffanggefäß für den alten Diesel aus dem Filter. Der Filter sitzt bei der EU-Version hinterm Fahrersitz ungefähr auf Höhe der Rückbank. Okay, ich habe mir erhofft, beim nächsten Mal bleibt es einfach dran. Da der Filter an einer Plastikhalterung sitzt, muss man hier ganz besonders vorsichtig sein. Und zwar halte ich den Filter beim Aufdrehen mit einer Hand fest und drehe ganz vorsichtig auf. Und hier die Drehmomente für den Deckel 25 Newtonmeter und für die kleine Schraube 2 Newtonmeter. Jetzt noch die Dichtungen wechseln. Etwas frischen Diesel auf alle Dichtungen. Zwei Newtonmeter ist praktisch fingerfest. Mit der Nase nach unten stecke ich dann den neuen Filter auf den Deckel, bis er einrastet. So, fällt auch nicht raus. Zum Zudrehen mit 25 Newtonmeter sollte man das Gehäuse stützen. Im Internet habe ich gelesen, dass es auch mit einem halben Zoll Verlängerung gehen soll. Aber ich finde das jetzt nicht so wirklich ganz fest. Aber auch mit dem 125 mm Holzblock klappt es meiner Meinung nach deutlich besser. Denn wenn man es nicht stützt, kann man Teile vom Gehäuse beschädigen. Jetzt kommen wir zum absolut wichtigsten Punkt, um Diesel in den Filter zu pumpen. Einfach die Zündung anmachen und 10 bis 15 Sekunden warten. Beim ersten Mal hört man auch das Pumpen und diesen Vorgang dann 3 bis 4 Mal wiederholen. Beim ersten Start nach dem Wechsel kann es etwas dauern, bis das Auto startet. Lass es so lange ankurbeln, bei mir hat es etwa 6 Sekunden gedauert. Ich habe den Motor nun etwas laufen lassen, bis keine Luftgeräusche mehr da waren und die Leitungen vollständig mit Diesel gefüllt sind. Das war's, Leute.
liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.